In Kroatien herrschte von 1991 bis 1995 Krieg zwischen den Kroaten und den Serben. Dabei wurde etwa ein Drittel Kroatiens besetzt. Dieser Krieg fundierte zu großen Teilen auf dem seit Jahrhunderten getragenen Wunsch der Kroaten nach einem unabhängigen Staat. Kroatien existierte als ein selbstständiger Staat bis zum Jahre 1102. In den folgenden Jahrhunderten verlor Kroatien seine Unabhängigkeit bis zum Jahr 1941. Es wurde ein unabhängiger kroatischer Staat ausgerufen, der auf den Territorien des Staates von 1102 beruhte, also Kroatien sowie Teile von Bosnien-Herzegowina. Dieser war allerdings wie Hitler Deutschland und Mussolinis Italien ein faschistischer Staat und ging wie jene unter. Anschließend wurde Kroatien ein Teil des sozialistischen Jugoslawiens. Auch in dieser Zeit lebte die Idee eines unabhängigen Kroatiens weiter, welche sich besonders im sogenannten kroatischen Frühling gezeigt hat. Ein erster Versuch, die Unabhängigkeit zu erlangen. Diese Idee der Selbstständigkeit lebte also durch die knapp 1000 Jahre und wurde nie aufgegeben. Der Konflikt entstand Ende der 80er Jahre bereits in dem Gebilde Jugoslawiens, einem kommunistischen totalitären Staat, genauer gesagt in der kommunistischen Partei selbst. Schließlich verdeutlichten die Kommunisten Kroatiens bei dem letzten kommunistischen Parteikongress Jugoslawiens, dass sie aus dem Gebilde Jugoslawiens austreten wollten. Die Serben jedoch waren von dem Unabhängigkeitswunsch der Kroaten nicht sonderlich begeistert. Im Vergleich zu den anderen Teilstaaten Jugoslawiens war die kroatische Wirtschaft äußerst stark und stabil. Ein Teil der serbischen Bevölkerung reagierte infolgedessen mit der Befürchtung, ein großes Stück von diesem Kuchen, also die wirtschaftlichen Schätze Kroatiens, zu verlieren. Doch neben diesem wirtschaftlichen Aspekt besaßen auch die Serben historische Gründe gegen den Unabhängigkeitswunsch der Kroaten. Die Serben sahen in dem Gebilde Jugoslawiens eine Art ihrer schon über Jahrhunderte gepflegten Vision eines Großserbiens. Als nun Jugoslawien auseinanderbrach und damit auch die Vision eines Großserbiens, versuchten die Serben, diese Idee so weit wie möglich umzusetzen. Zudem stellte die serbische Führung die Vermutung auf, dass die serbische Minderheit in einem unabhängigen Kroatien in Gefahr sei. Um also die Idee von Großserbien umzusetzen und den Schutz der serbischen Minderheit zu garantieren, versuchte die serbische Führung, die kroatischen Serben zu instrumentalisieren. Die Kroaten versuchten, die Befürchtung der Serben zu entkräften. Noch am selben Tag der Unabhängigkeitserklärung, dem 25. Juni 1991, veröffentlichte das Parlament ein Dokument zum Schutz der Minderheiten. Doch der Großteil der kroatischen Serben misstraute dieser Deklaration, auch aufgrund der Verbrechen des kroatischen Nazistaats im Zweiten Weltkrieg. Dies zeigte sich durch die Blockade wichtiger Straßen in Kroatien und die Entwaffnung der Kroaten. Der Krieg begann daraufhin dezentral.
Kroatische Dörfer wurden niedergebrannt, Städte bombardiert, allen voran in Vukovar. 500.000 Kroaten mussten fliehen. Die Serben besetzten in diesem Zug etwa ein Drittel des Landes, auf dessen Gebiet die Republik Serbische Krajina gegründet wurde. Dadurch entstand eine mitten durch Kroatien verlaufende Front, an welcher sich in der Nähe der Großstadt Zadar das umkämpfte Dorf Dračevac befand. Bei den Häusern auf den gegenüberliegenden Hügeln befanden sich bereits die Feinde. Die kroatische Verteidigungslinie verlief hier, wo wir stehen, hinunter nach Zadar und nach Bibinje. Nicht nur durch seine hohe Lage, sondern auch durch seine Nähe zur Stadt Zadar war der Ort Dračevac einer der strategisch wichtigsten Punkte der Region. Im Nachhinein muss man zugestehen, dass der Ort besser hätte verteidigt werden sollen. Dies war am Anfang des Krieges aber nicht möglich, da das kroatische Militär frisch gegründet worden war und weder Waffen noch Soldaten zur Verfügung standen. Im Ort befanden sich nur 30 Soldaten und 10 Polizisten. Den Rest der Einheit bildeten die Dorfbewohner selbst. So sah die allgemeine Ausrüstung eines Soldaten der Region aus. Man besaß ein solches italienisches Gewehr aus dem Jahr 1944 und zusätzlich dazu noch ein anderes Gewehr, auch aus Italien. Die Einheit besaß außerdem auch noch 6 Jagdgewehre. Wir hatten sogar Angst, neben diesem alten Gewehr zu stehen, weil sich versehentlich ein Schuss hätte lösen können. Es standen lediglich so alte, unsichere Waffen zur Verfügung, da es der neu gegründeten kroatischen Armee verboten worden war, Waffen zu erwerben. Es existierten 2 Möglichkeiten, an Waffen zu gelangen. Die erste war, die Waffen direkt von der jugoslawischen Volksarmee oder den Serben zu stehlen, die zweite, sie auf illegalen Wege über das Ausland zu beschaffen. Hierbei gab es auch Freunde in Deutschland, aber es wäre jetzt unangebracht, darüber zu sprechen. Im Ort Dračevac stellte sich unterdessen eine tödliche Routine ein. Tatsächlich wurde das Dorf täglich durch Panzer und Artillerie beschossen. Dies fand in bestimmten Intervallen statt, sodass wir wussten, wann es losgeht und wann wir in den Bunker mussten. In besonderer Weise stechen der 4. und 5. Oktober 1991 als die ereignisreichsten Tage heraus. An diesen nämlich kam Dračevac eine Schlüsselrolle in der Verteidigung Zadars zu. Die Serben bombardierten und beschossen am 4. Oktober die gesamte Verteidigungslinie inklusive Zadar, um die Kroaten für den Vorstoß am folgenden Tag zu schwächen. Am nächsten Tag nämlich zogen dann 6 Panzer Richtung Bibinje und Dračevac. Der hier war zu schnell, und da der Panzerfahrer die Straße wohl nicht gut genug gekannt hat, ist er gegen die Mauer dort vorn geprallt und stehen geblieben, sodass ein kroatischer Soldat ihn mit der Panzerfaust abschießen konnte. Das Einschussloch ist hier noch rot markiert. Als dann der Panzer hier getroffen wurde und zudem ein weiterer serbischer Soldat starb, bekamen die restlichen Serben Panik und machten kehrt. Egal ob Kroate oder Serbe, in so einer Uniform. Man ist dennoch ein Mensch und diesem gibt die Angst einfach den Rest. Doch Gefecht war nicht der einzige Versuch, den Konflikt zu lösen.
In der zweiten Hälfte von 1991 hatte ich eine wichtige Position inne. Als Präsident des Krisenstabs von Dalmatien habe ich an zahlreichen Friedensverhandlungen teilgenommen. Die dadurch gewonnene Zeit haben wir auch dazu genutzt, an Waffen zu gelangen. Mein Hauptgesprächspartner war der berüchtigte Ratko Mladic, der General der Serben und der jugoslawischen Volksarmee in Knin. Er wurde aufgrund von Kriegsverbrechen in Den Haag zu lebenslanger Haft verurteilt. Es gab Verhandlungen sowohl auf serbischem Gebiet als auch auf kroatischem. General Mladic hat sich nie zu Verhandlungen auf die kroatische Seite getraut. Doch ich war bei sämtlichen dabei, egal auf welcher Seite. Und selbst wenn die Verhandlungen auf serbischem Gebiet stattgefunden haben, so ist er nur in Schutzweste und in Begleitung von 20 Leibwächtern gekommen. Man sieht also, dass die größten und aggressivsten Verbrecher gleichzeitig auch die größten Feiglinge sind. Im Sommer 1991 war ich Vertreter der Regierung Tudjmans, in deren Namen ich Friedensgespräche geführt habe. Ich hatte damals keinen Erfolg mit diesen und es mündete für mich in einer Gefangenschaft. Nach 60 Tagen Gefangenschaft wurde ich wieder freigelassen, hatte 12 Brüche erlitten, musste 9-mal operiert werden und arbeitete jedoch direkt wieder weiter. Die Lasten des Krieges trug wie so oft die Zivilbevölkerung. Ich bin Überlebender des Angriffs vom 21. November 1991 auf den Ort Grabinja, bei dem 43 Bewohner umgebracht und massakriert wurden. Außerdem erinnere ich mich noch sehr genau, dass am 1. November 1993 die Schule hier in Biograd auf die Insel Pašman verlegt werden musste. Mi smo, dragi mladi prijatelji, svakog ponedjeljka trajektom išli na otok Pašman. Jeden Montag sind wir mit der Fähre zur Insel gefahren und jeden Freitag wieder zurück. Ich erinnere mich noch so, als wenn es gestern gewesen wäre, dass wir eines Tages gerade einmal 100 Meter von dem Festland entfernt waren, als Bomben und Granaten zu fallen begannen. Und wenn die Fähre noch am Ufer gewesen wäre, hätte es eine Tragödie mit 800 toten Schülern gegeben. In dieser Phase des Krieges hatte man auch Europa um Hilfe gebeten, doch man hat nicht gerade die Hilfe bekommen, die man sich erhofft hat. Es wurden allein 100 Beobachter von Seiten der Europäischen Gemeinschaft gesandt, welche alle weiße Uniformen trugen, sodass die Kroaten diese aus Jux Eisverkäufer genannt haben. Vor den Augen dieser Beobachter sind Tausende von Zivilisten ermordet worden. Insgesamt sind im Krieg 14.100 Menschen gestorben. Das Problem, wieso Europa nichts unternommen hat, lag darin, dass die großen Staaten sich nicht einig waren. Mit dem Start des Bosnienkrieges flachten die Kriegsgeschehen auf kroatischem Boden bis Herbst 95 ab. Als die finale Phase kann man die Befreiung des besetzten Gebiets bezeichnen, die einsetzte, als Kroatien im August 95 sowohl politisch als auch militärisch stark genug war. Diese Militäraktion hieß Operation Oluja. Diese Rückeroberung ist in Serbien als ein Akt ethnischer Säuberung im Gedächtnis geblieben. After several agreements and peace periods, 1995 Croatian army started an offensive which led to the largest ethnical cleaning by the end of the 20th century. Was kommt später?
Später kommt so viele Arbeit. Alle Hauses, alle Kirchen, alle Infrastruktur sind destroyed. Muss das reparieren, das kostet so viel. Das ist das Problem für in Kroatien jetzt und in dieser Zeit. Das war nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional eine ganz große Belastung. Nego je prije bio socijalizam, pa je išao u novi kapitalizam. Tu je bilo. Mit dem Krieg hat sich der Umbruch des wirtschaftlichen Systems vom Sozialismus zum Kapitalismus beschleunigt, weshalb die Bevölkerung mit diesem nicht sonderlich gut zurechtkam. Der zweite Faktor, welcher die damalige Wirtschaft hemmte, war die Humanitärhilfe, an die man sich mit dem Krieg gewöhnt hatte. Die Motivation, selbst Wirtschaft zu betreiben, ging dadurch zurück. I to je problem za ljude, pa očekiva da će mu neko dati i to umanjuje zato i polja otprilike. Jer to za vrijeme rata to nije. Bei vielen Soldaten entwickelte sich zudem die Haltung, dass für sie vom Staat gesorgt wird, da sie für ihr Land gekämpft hatten. Dies war jedoch nicht der Fall und viele wurden arbeitslos. Speziell in den Gebieten der Frontlinie erfolgte eine immense landschaftliche Belastung durch Landminen, die zum Teil noch heute besteht. 60 Hektar, diese Zone ist im Fight, in Krieggrenze. Mit so vielen Minen muss selbst Cleaning abwaschen, selbst 4 Tonnen. Prije svega moram kazati da Hrvatska nije uspjela. Mir selbst tut sehr weh, dass Kroatien es nach dem Krieg nicht geschafft hat, gute wirtschaftliche Bedingungen zu schaffen, insbesondere für junge Leute, so dass diese glücklich hier in Kroatien leben können. Die Folge davon ist leider, dass auch besonders durch den EU-Beitritt immer mehr junge Leute und Familien aus Kroatien auswandern. Nach ganz Europa, aber auch besonders nach Deutschland. Auch politisch ist der Krieg heute noch spürbar. Zu einer Normalisierung der Verhältnisse ist es zwischen den beiden Staaten bisher noch nicht gekommen, da in Serbien auch heute noch dieselben Leute an der Macht sind, die damals am Krieg beteiligt waren. Ein Beispiel hierfür ist der heutige serbische Präsident Vučić. Niemals werden die serbische Krajina, niemals wird Glina Kroatien sein. Niemals wird die Banija nach Kroatien zurückkommen. Von einer tiefgreifenden Aufarbeitung der Geschehnisse kann auf keiner der beiden Seiten die Rede sein. Besonders zeigt sich dies im Schulunterricht. Sowohl in der Grundschule als auch später wird bloß etwa so ein kleiner Absatz gelehrt, etwa eine halbe Seite, welcher die Geschehnisse des Kriegs beschreibt. Ich befürchte, dass die Geschehnisse zunehmend in Vergessenheit geraten. 2018, 20 Jahre danach. Mit welchen Gefühlen denken die Menschen, die es damals erlebt haben, heute wohl zurück? Ich bin Radoslav, ich bin geboren 1957 Jahre. In diesem Krieg habe ich 33 Jahre wie Jesus. Warum startet Krieg in Kroatien? Das verstehe ich nicht. Ich bin jetzt 62 Jahre, verstehe ich nicht. Ich frage mich heute noch, warum? Freundschaft und Gemeinschaft, die ich während des Krieges von meinen Kameraden erfahren durfte. Der erste Gedanke ist immer ein schlimmer Gedanke. Es ist nicht einfach, aber mit dem zweiten Gedanken kommt im selben Atemzug Stolz auf. Stolz darauf, in einem selbstständigen, unabhängigen Kroatien leben zu können. Ich bin voll Stolz erfüllt, zu der Generation von Menschen zu gehören, denen es gelungen ist, den heutigen demokratischen Staat Kroatien auf die Beine zu stellen, wovon die Kroaten schon jahrhundertelang geträumt haben und dafür viele Opfer gebracht haben. Dies ist für mich ein großes Privileg. Der Krieg ist niemals ein Freund.